Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Genshin Impact. Es sind noch 2 Tage. Ne, ein Tag, ne? 19 Stunden sind es noch. Wir drücken einmal. Okay, war eigentlich klar. Braucht kein Schwein. Egal. Okay, es wird kein Ayato. What the hell, Alter, 3, 4 Sterne Charaktere. Na gut. Aber das heißt dann, wir werden im nächsten Patch auf jeden Fall die Yell anziehen. Ich hätte ihn zwar immer noch gern, aber ja. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 6, 5. 5 mal 6 sind 30. Sind wir erst bei 32 Züge? 6. Doch ja. 6, 12. Wow. Huh. Should we really be off work this early? There is still a lot left to do. Das? Achso, das ist eine von den blöden Sumse-Brumse. Genau. Was machen wir jetzt? Also, wir gehen in den Abgrund. Wir machen da jetzt die Hauptquest weiter. Und da müssen wir uns schauen, dass wir die... warte, wir müssen da runter. Die große Kluft. Alter, da ist noch auch echt so viel, ne? Der Klüfte des Stein halt. Dass wir da, das Fest mit der Jahe machen. Weil das läuft halt auch bloß so 7 Tage. Ja, ich weiß, ich habe mir so viel Zeit gelassen mit dem ganzen Zeug. Schaut immer noch geil aus, wenn wir hier das Licht ausmachen, damit man da mehr sieht. Also von mir her. Wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Ich bin ja gespannt, was die damit eigentlich bezwecken. Ah, und ich finde die Musik wieder geil. Festliche Eleganz, Grab. Das Grab der Bewachten. Wie das sind mit Dance Live. Da oben? Oh, ich liebe die Musik. Ich habe schon absichtlich nichts gesagt, weil ich die Musik einfach nur gut finde. There are signs of hilly churl activity here. Could these be the hilly churls the requester was talking about? Requester? In fact, hold on. You still haven't told me what you're doing here. I doubt that most travelers would have any reason to venture down this way. We took a commission from the Adventurers Guild to investigate the chasm. Apparently a whole load of hilly churls have been gathering here, and the requester wants to know why. And now it looks like we finally found our first clue. Do you want the answer? Huh? You mean, you know something about this? Die verwandeln sich zu Abgrundsoldaten, oder? As it happens, I do. Wegen der auf dem Kopf stehenden Stadt. It's understandable that you did not perceive anything unusual. What makes this place so strange is that the environment here weakens the effect of the curse. The curse? Oh, Paimon remembers. Last time you guys were saying that Khaenri'ah's people were cursed to immortality or something. For centuries, I have suffered daily from the curse that was laid upon me. But here, I suddenly feel a small amount of relief from this suffering. And right here, right now,
I can feel my body sending a strong message to me. It is telling me, stay. So, this place weakens the curse? That's pretty incredible. But how? That I shall need to investigate. But to the best of my knowledge, the Abyss Order does not have the technology to achieve this. Die Hilichurl, die hier ankommen, sind auch von... Indeed. Do you know why Hilichurls wear masks? Ich glaube schon. It's to hide their appearance, lest they catch sight of their reflection in a body of water. Compared to how they remember themselves, it is a terrible sight to behold. One that causes them great despair. Nein. Nein, du erzählst mir nicht, dass die Hilichurl auch von den Khaenri'ah-Fuzis sind? Die Hilichurl sind also wirklich von... The curse of immortality denies death to those afflicted with it. And yet, it does not truly mean that they will never die. So, you mean there's a way to undo it? No. I mean that the body and soul will continue to be eroded until they are virtually non-existent, even if death is not the form that this erosion takes. When the Hilichurls realize that the end is nigh for them, it seems their instinct is to seek out a calm and dark corner of the world in which to finally say goodbye to the centuries of suffering they have endured. And of all the places they could lay down to rest, one that can ease the effects of their curse would surely be their first choice. Wow. That's so... Conversation's over. Brace yourselves. What is it? We're under attack. Von wem denn? Oh, Right here. hallo Emerge. Freunde. Right now. Bitte schön. I'm always watching. Emerge. Right here. Crush. All hail. Hä? Oh, What were those? And why did they attack us all of a sudden? Black Serpent Knights. They once belonged to the Royal Guard of Khaenri'ah. Wait a second. Royal Guard? So, they used to be your troops? Yes, they were. But now, the curse engulfs them, and they fight with none of the honor they once had. Because they've become pawns of the Abyss now? Let's continue on. Wait! Dane! Seems we missed one. Wait, stand down. There's something different about this one. It's disappeared. What the heck? What was going on with that one? Was it trying to say something? How is this possible? How could he have retained self-awareness for 500 years without it? But more importantly, why did he seem so familiar? vielleicht hat er dich erkannt. That would be a miraculous outcome indeed for a cataclysm that brought total doom and destruction. Or perhaps it was just a coincidence. Ja, aber die anderen, diese Abgrundboten und so, die haben doch auch ein eigenes We Verständnis. should press onward to the city. Oder täusche ich mich da? We're way behind schedule. Ha. Next on the agenda. Ja, aber er hat es auch nicht gesagt, sind die Hilichurls jetzt... Das interessiert mich jetzt. Handbuch. Findet man das hier? Lebewesen. Primitiv umherziehen Bewohner der Wildnis von Teviat. Obwohl Menschen nicht unendlich, scheinen sie Geist und Intellekt verloren zu haben. Aufzeichnungen über sie sind über 1000 Jahre alt. Gleichwohl weisen sie weder Geschichte noch irgendeine Kultur auf. Seit der schrecklichen Katastrophe 500 Jahren verbreiten sie sich in großer Zahl. Sie sind weder sonderlich stark noch organisiert, trotzdem bereiten sie den Menschen gelegentlich große Probleme.
Ja, also, sind es doch Leute aus Khaenri'ah? Brutale Hildschirm mit einem Blablabla. Wenn man einen Hildschirm schafft, zu einem Mitadschull zu werden, wird man noch mehr Fleisch in sich hineinstopfen und sich noch mehr prügeln, um mehr Kraft zu haben. Zerstört bei Steinschild. Ich habe mir diese Geschichten von denen nie angeschaut. Der mysteriöse König, der im Gewitter umherstreift. Der massive Hildschirm, der von seinem Land mit einer Lava genannt wird. Warte mal, Wasser, Wind, Elektro, Dendro, Ding, okay. Normale gibt's da gar nicht, sehe ich gerade. Steht das bei allen? Okay. Das ist mir bei Hildschulden nie klar gewesen. Ich dachte halt, das sind einfach irgendwie so wie die Ureinwohner halt oder sowas. Looks like there's a strange energy surrounding the city. We can't go any further. Guess there should be a mechanism or something around here, right? Traveler, looks like it's time to get into ruin exploring mode. Zeit für ein Rätsel, hm? Don't waste your time. Khaenri'ah's technology, abyssal power. Two things I couldn't be more familiar with. They're just cheap tricks to me. Okay, so the Abyss Order really is trying to hide something here, right? Dan seems like he really understands what's going on here. No wonder the Abyss Order doesn't want him around. Wurde diese auf den Kopf gestellte Stadt von den Khaenri'ah gebaut? Not necessarily. The closer we draw, the more I am inclined to conclude that these ruins belong to a more ancient civilization still. Ah, vor Khaenri'ah gab es auch eine Zivilisation, die zerstört wurde. The Abyss Order simply got to them before anyone else. Even older than Khaenri'ah? Whoa, Paimon can't even imagine back that far. That said, the architecture here does somewhat resemble that of Khaenri'ah. At least, it would if it were the other way up. Let's head toward the light over there. Mind your footing on the way ahead. It's a long way down. Get down, get down. Oh, hey Freunde. Ah, verdammt. Black Serpent Knights. Is this where they're based? Or wait, are they guarding something here? Vielleicht wollen sie einfach auch bloß was verkaufen. We are likely drawing near to whatever the Abyss Order is trying to hide. Let's take them out first. Vielleicht wollen die gar nicht kämpfen, vielleicht sind die freundlich, vielleicht verkaufen die Kuchen. Emerge. Verkauft ihr Right Kuchen? here, right now. Nein, die verkauft keinen Kuchen. Shudder. Flood of frost. Ich glaube, die verkaufen doch keinen Kuchen. Right here. Emerge. Right now. Verkauft ihr jetzt Kuchen oder nicht, verdammt? Ich will jetzt meinen Kuchen haben. Hey, look, vines. Mir ist eine eine You gekriegt. should be able to climb up, right? Das Lustige ist, dass die halt nicht mal irgendwas geben zum Upgraden oder sowas, ne? Oh no, more Black Serpent Knights! Huh? They're not coming after us. Are they just trying to scare us off? Huh. These knights seem like they're hiding something behind them. Die bewachen die Hildschurs wegen ihrem Ende. Hold on, I think they... They're coming! Quick, get them! Oh, die wollen uns doch gar nichts Böses machen. Emerge. Also, jetzt schon, now. aber... For Rex Lapis. Next on the agenda. That was the last
Now, let's see what it was they were trying to hide. Die Hillagers. Huh? What's this? So, the Black Serpent Knights have nothing to do with the Abyss Order's secret. Huh. I should have guessed. So, what exactly is going on with these hilly churls? As I said, for these hilly churls, the end is nigh. Und sie bereiten sich auf ihr Ende vor. They have grown old and fearful of the light, even become one with the darkness. And yet the curse continues to corrode them. But why would the Black Serpent Knights want to stay here and guard them? More of them are closing in! Lasst uns versuchen, den Kampf zu vermeiden. It's him! The guy that came out of nowhere and disappeared again! And now they're retreating! Did he just order them to do that? Halfdan? Whoa, whoa! What? You recognize him? Sei Stellvertreter, oder? Could it be? If it's as I suspect, then this is a truly tragic state of affairs. Dane? You want to know why they were gathered here guarding the hilly churls, don't you? It's because as far as the Black Serpent Knights are concerned, they're simply doing their duty. The one who ordered them to retreat just now, I suddenly recognized him. I knew him as a young man, an elite in the royal guard of old. His name is Halfdan. So, he's from 500 years ago too? To this day, I still remember the final orders I, the Twilight Sword, gave to Halfdan on the day of disaster in Khaenri'ah, before I made haste back to the palace. Inform all Black Serpent Knights to protect the people of Khaenri'ah at all costs. Because we, of course, were royal guards. But this would mean nothing in the events that followed. Royals, gentry, common folk, these identities made no difference. Against the might of the gods, the only identity that mattered was being from Khaenri'ah. These Black Serpent Knights have lost their intellect, but perhaps, in whatever remains of their minds, they are still protecting the people of Khaenri'ah. If you see these ruins as Khaenri'ah in the throes of disaster, and these hilly churls as the people crying for help, then suddenly I can make sense of what I'm hearing. Their growls are less of a threat and more of a warning. Then, what are they saying? Though it is barely discernible, I can just about make it out. They keep repeating a word from the old language of Khaenri'ah. Run. Also sagen sie den Hillagers hinter ihnen, dass sie fliehen sollen. Even I have to admit, the fact their will is strong enough to survive 500 years of erosion. It is nothing short of a miracle, born from hopelessness. Oh, so Paimon had them all wrong. It doesn't matter. Even I took them for enemies for a moment. Let's keep heading toward the light at the top. I believe the Black Serpent Knights will no longer try to stop us. Alter, es ist so ein Spiel, wo halt so viel Gutes eigentlich passiert und dann ist halt die Hintergrundgeschichte auch von den Charakteren oft und sowas so übel. Und das ist halt das, was mich so an Genshin so fasziniert und wirklich hält. Es hat gute Seiten, es hat schlechte Sure Seiten. enough, we aren't seeing any more Black Serpent Knights. Guess that Halfdan guy really did recognize Captain Dane, huh? Ist das sogar... Willst du mir jetzt erzählen, dass sogar der Teleporterpunkt falsch rum ist? Hä? Was machst du jetzt da oben?
Ah, jetzt halt. Wow. Kluftreise führe. Beautiful treasures are a cause Ach so, for wegen den great Silien, ne? happiness. Folge 12 Silien. Ist das eigentlich bei mir so laut eingestellt? Okay, so. Was ist das eigentlich? Nix. More hilichurls, and they look really well protected. Gut beschützt, die liegt. Der eine liegt da und der eine hockt da. Was ist denn da gut beschützt, Mann? Fuck. Okay, dann gehe ich halt doch einen normalen Weg. In den Raum in der Mitte der obersten Ebene der Ruine. Bin ich und jetzt? Haben wir, also, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es mal irgendwann einfach nicht mitbekommen oder ich habe irgendwas nicht gelesen, aber haben wir da schon vorher mal irgendwas drüber erfahren bei den Hilditchers? Ich meine, ich würde mich doch, ich bin jetzt zwar keiner, der wo sich jeden Scheiß merken kann. Why so quiet? I'm just thinking, nothing more. If you're trying to console me, I can assure you there is no need. Fine. Aber so kleine Details vergesse ich jetzt normalerweise eigentlich nicht. Oder so wichtige. All these hilichurls want is to quietly fade away in peace. Paimon hopes they can get their final wish. Sind deswegen so viele Hilditchers vielleicht auch unterwegs, weil die nicht sterben können und eigentlich immer wieder auftauchen? Ich weiß gar nicht, ob wir die ganz töten oder ob die einfach sich nur auflösen und dann wieder kommen. Ich bin gespannt, was ist da unten ist. Das schaut halt aus wie so ein Meteor oder so. Vor allem, weil das halt auch die ganze Umgebung Next verändert. on the agenda. Hey, look! There's no door sealing this room off. Looks like we can finally head to the room in the center. Come on, let's go! Wir schauen erstmal zu den Hildis dann über. Paimon's never seen such well-behaved hilichurls before. Paimon wonders if it has anything to do with being an old soul.